Dein Lohn kommt und du fragst dich, wo zum Teufel geht das Geld eigentlich hin, das mir da immer abgezogen wird? AHV, ALV, NBU, BVG. Wie viele Abkürzungen kann ein Lohnausweis überhaupt haben? Heute klären wir, was dir nach allen Abzügen wirklich bleibt und wie du deinen Lohn fair verhandeln kannst. Und was ist überhaupt ein guter Lohn? Und wie kannst du finanziell entspannter werden? Schauen wir es zusammen an. Los geht's! Hey, schön bist du dabei beim UBS Finance 101. Ich bin Vanessa und heute holen wir das nach, was dir vielleicht noch nie jemand richtig erklärt hat. Wie du deinen Lohn verhandelst. Und ich bin der Dani. Auch wir stehen beide am gleichen Punkt wie du und wollen dir heute zeigen, wie du deinen Lohn richtig verstehst und dir nie mehr fragen musst, wo der Rest von deinen 5K sind. Brutto ist das, was du auf deinem Vertrag siehst. Brutal viel. Netto ist das, was dann auf deinem Konto landet. Dazwischen gibt es verschiedene Abzüge. Im Detail sind das die AHV, das ist die Alters- und Hinterlassenenversicherung, damit du im Alter und deine Angehörigen nach dem Tod Rente bekommen. Die ALV, die sichert dich gegen die Arbeitslosigkeit ab, falls du mal deinen Job verlieren solltest. Die NBU, die Nichtberufsunfallversicherung, die sichert dich ab, falls du dich außerhalb des Arbeiten mal verletzen sollst. BVG, die Pensionskasse, also die berufliche Vorsorge, mit der sparst du zusätzlich fürs Alter und sicherst dich gleichzeitig ab für die Invalidität und den Tod. Die Quellensteuer, das gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der Schweiz wohnhaft sind, aber keine C-Bewilligung haben. Die müssen Quellensteuer zahlen. Das heisst, der Arbeitgeber zieht die Einkommenssteuer direkt vom Lohn ab. Das gilt übrigens auch für Personen, die im Ausland wohnhaft sind, aber in der Schweiz Einkommen bekommen. Auch die müssen Quellensteuer zahlen. 5'000 Franken brutto sind etwa 4'200 Franken netto, je nach Alter, Wohnort und persönlicher Lage. Wichtig: Es gibt Unternehmen, bei denen bekommst du Benefits wie zum Beispiel GEA, ein Firmenauto oder sie zahlen einen unschlagbaren Anteil in die Pensionskasse. Auch diese Faktoren musst du berücksichtigen und nicht nur das, was effektiv jeden Monat auf deinem Konto landet. Was meinst du? Ab welchem Alter musst du in der Schweiz AHV-Beiträge zahlen, wenn du schaffst? A. Ab dem 1. Juli nach deinem 15. Geburtstag. B. Ab dem 1. Januar nach deinem 17. Geburtstag. Oder aber C. Ab dem 31. Dezember nach deinem 25. Geburtstag. Sagst du Antwort B? 100% richtig. Dürfen Lernende in der Schweiz gleich viel verdienen wie ein ausgelernter Facharbeiter? A. Ja, wenn es im Vertrag so geregelt ist. B. Nein, es gibt eine gesetzliche Lohngrenze für Lernende. Oder C. Nein, ein Lernender darf nie mehr als 50% von einem Facharbeiterlohn verdienen. Du hast Antwort A gewählt. Richtig. Wenn es im Vertrag geregelt ist, dann darf ein Lernender gleich viel verdienen wie ein ausgelernter Facharbeiter. Ab welchem Bruttolohn ist ein Arbeitnehmer in der Schweiz obligatorisch in der beruflichen Vorsorge versichert? A. 14'700. B. 22'050. Oder aber C. 21'510 Franken. Die Antwort C. Genau, es sind 21'510 Franken. Der Medianlohn ist im Jahr 2024 laut dem Bundesamt für Statistik bei rund 7'024 Franken gelegen. Der Durchschnittslohn war ein bisschen höher, weil sehr hohe Einkommen den Schnitt natürlich aufdrücken. Darum ist es sinnvoller, den Medianlohn anzuschauen. Kurz zur Erklärung. Den Durchschnittslohn berechnet man, indem man alle Löhne zusammenzählt und dann durch die Anzahl an Personen teilt. Der Medianlohn ist der Lohn in der Mitte, wo gleich viele Personen mehr wie weniger verdienen. Und genau das ist ein guter Ankerpunkt, wenn du deinen Marktwert, also den Wert von deiner Arbeit in der entsprechenden Branche, prüfst. Du kannst die Zahlen natürlich auch easy einfach googlen, aber es lohnt sich, die bei einem offiziellen Institut zu recherchieren. Du findest zum Beispiel auf der Webseite vom Bundesamt für Statistik einen statistischen Lohnrechner. Vergiss dabei aber die regionalen Unterschiede nicht. In Zug oder in Zürich verdienst du mehr als zum Beispiel im Jura. Unter anderem aufgrund der höheren Lebensunterhaltskosten. Und jetzt kommt der Teil, wo du darauf gewartet hast. Wie holst du mehr raus? Jetzt wird es praktisch. Da kommen 3 Tipps für deine nächste Lohnverhandlung. Tipp Nummer 1. Red von anpassen statt erhöhen. Tönt ein bisschen weniger fordernd. Tipp Nummer 2. Vorbereitung ist alles. Recherchiere, wenn es geht, nach branchenüblichen Zahlen und beleg deine Leistungen. Tipp Nummer 3. Bist konkret und nenn Zahlen.
Check aber vorher auch noch Alternativen zu finanzieller Zahlung, wie zum Beispiel mehr Ferien, ÖV-Abo oder andere Benefits. Realistisch bei Verhandlungen sind 3–10% Lohnanpassung. Bei einem neuen Job kann es aber auch mal mehr sein. Aber gut begründen, wieso. Sag, was du schon geleistet hast und nicht, was du leisten würdest. Eine Verhandlung empfiehlt sich aber auch dann, wenn du einen neuen Aufgabenbereich hast oder mehr Zusatzaufgaben und Verantwortung bekommst. Beispielsatz gefällig? Ich habe im letzten Jahr neue Projekte übernommen und die Verantwortung dafür getragen und sehe mich darum bei einer Lohnanpassung von 7% oder alternativ einem zusätzlichen Ferientag. Und noch ein Tipp aus der Praxis. Mit Rücklagen im Hintergrund kannst du die Verhandlungen immer entspannter angehen. Genau, das nennt sich umgangssprachlich Walk-Away-Power und bedeutet, dass du dir ein finanzielles Polster aufgebaut hast, das dir ein bisschen Ruhe und Sicherheit gibt. So musst du nicht jedes Angebot sofort annehmen. Und du hast auch einfach eine Sicherheit, falls du jetzt rein hypothetisch von heute auf morgen deinen Job kündigen musst, weil dir die Bedingungen dort nicht mehr passen. Dann kannst du blöd gesagt einfach gehen und musst nicht deinen Lebensstandard drastisch senken. Dafür sind keine 100'000 oder Millionen nötig. Sagen wir mal, wenn du 3 bis 6 Monate deine Ausgaben stecken kannst, ist das super. 12 Monate wären natürlich ein Traum, aber eben muss nicht. Damit du deine Ausgaben im Griff behalten kannst, schau doch unser Video zum Thema Budgetieren. Dein Bruttolohn ist nicht wie dein Nettolohn, weil du ca. 12–16% Abzüge hast. Die Sozialabzüge sind aber keine Last, sondern eine Investition in Stabilität, Gesundheit und Altersvorsorge. Die Quellensteuer kommt nur zum Tragen, wenn du keine Niederlassungsbewilligung hast. Darum setz dich mit dem Lohn und allen Parametern auseinander, weil Verständnis bringt Sicherheit. Um deinen Lohn zu verhandeln, kenn deinen Marktwert, bleib konkret und fair. Red von anpassen statt erhöhen. Meistens sind so 3–10% realistisch. Und bleib auch offen für Alternativen. Zum Beispiel mehr Ferien statt mehr Geld. Nicht vergessen, ein guter Lohn ist der deinen Alltag abdeckt und dir die Möglichkeit gibt, zum zukünftige Rücklagen aufzubauen. Mach dir darum ein realistisches Bild darüber, was du brauchst, und du wirst nochmal sicherer in Sachen Verhandlungen. Du kannst aber natürlich auch neben Verhandlungen dein Einkommen noch steigern. Optimier deine Fixkosten. Automatisiere das Sparen durch Daueraufträge oder aber setz Bausteine für noch mehr Einkommen durch Weiterbildungen oder Nebenprojekte. Natürlich nur, wenn du die Möglichkeit und Zeit dazu hast. Über deinen Lohn reden ist kein Tabu. Trau dich, gut artikulieren, was dein Beitrag wert ist. Wenn dir das geholfen hat, Kanal abonnieren, Video speichern und red mit deinen Leuten darüber.